Heute testen wir den Next Level Racing Wheelstand 2.0. Wie sich dieser zusammenklappbare Wheelstand schlägt und welche Verbesserungen das neue Modell mitbringt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Next Level Racing hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dies über einen längeren Zeitraum ausführlich testen und für euch reviewen kann. Es gibt keinerlei Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Herstellers und ich erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Lieferumfang. Der Next Level Racing Wheelstand 2.0, so heißt dieses Ding, kann über diverse Reseller bezogen werden und die unverbindliche Preisempfehlung des Anbieters liegt bei 229 €. Der Wheelstand wird in einer Retail-Verpackung und einem Überkarton zugestellt. Mit im Lieferumfang ist der zerlegte Wheelstand, Montagematerial, Werkzeug und eine Bedienungsanleitung. Kommen wir zu Kapitel Nummer 2, der Zusammenbau des Rigs. Du benötigst dafür keinerlei Vorwissen oder spezielle handwerkliche Kenntnisse. Es ist alles selbsterklärend, wenn du der Aufbauanleitung folgst. Und in ca. 60 Minuten sollte der Aufbau erledigt sein. Und danach montierst du deine Peripherie am Wheelstand. Ich hänge euch die wichtigsten Schritte im Zeitraffer an dieser Stelle mit rein. Viel Spaß damit.
Kapitel Nummer 3, die technischen Details. Die Grundkonstruktion besteht aus Rohrprofilen mit diversen Baugrößen und das Gewicht beträgt um die 20 Kilogramm. Die Profile sind miteinander verschraubt und die komplette Konstruktion kann zusammengeklappt werden. Die Pedalplatte und Wheelbase-Platte sind aus 3 mm dicken Metall gefertigt. Die Aufstellmasse betragen ca. 70 x 54 ohne seitlich angeschraubte Peripherie. Wenn man den Wheelstand komplett zusammenklappt, dann benötigt dieser ca. 54 cm in der Breite, 35 cm in der Tiefe und um die 115 cm Höhe Platz. Um den Bürostuhl vor dem Wegrollen zu sichern, wird eine Haltekonstruktion frontseitig montiert. Mit 3 Handgriffen ist der Wheelstand dann zusammengeklappt und kann platzsparend verstaut werden. Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität. Das Lochbild der Wheelplatte lässt die Montage diverser Hersteller zu. Logitech, Thrustmaster und Fanatec Lochbilder sind vorhanden. Ich habe für diesen Test die Fanatec CSL DD Wheelbase verbaut und über 2 Nutensteine von unten verschraubt. Die Pedale können direkt über das Lochbild der Pedalplatte montiert werden und in diesem Review bin ich mit Fanatec CSL Pedalen unterwegs. Die Reviews zu meiner Peripherie, die findet ihr in meinem Kanal. Der Shifter kann links oder rechts auf der Shifterhalterung montiert werden und in diesem Review verwende ich den Thrustmaster TSS Shifter. Kapitel Nummer 5, das ist die Materialauswahl und Verarbeitung. Alle Bauteile wurden sauber verarbeitet und die Profile weisen keinen störenden Grad auf. Die Grundkonstruktion aus Metall, die wurde Schwarzpulver beschichtet. Ebenso aus Metall sind die Wheelplatte und Pedalplatte, sowie die Halterung für die Shifter und Handbrake-Befestigung. Sämtliche Schrauben und Beilagscheiben liegen bei und sind schwarz eingefärbt. Kommen wir zum nächsten Kapitel, Nummer 6, die Optik. Beim Wheelstand 2.0 dominiert der schwarze Look mit dem seitlich aufgeklebten Branding des Firmennamens. Der Wheelstand wirkt von der Bauweise her sportlich und sehr kompakt. Die mattschwarze Pulverbeschichtung passt gut zum Next Level Racing Teppich. Die Kabel können mit den beigelegten Kabelklemmen fixiert werden, stören aber das Erscheinungsbild. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, die Einstellung der Wheelbase. Die Wheelbase kann direkt mit der Halteplatte verbunden werden und hierbei reichen 2 Montagepositionen bei der CSL DD Wheelbase aus. Über das Profil-Nut-Design der CSL DD Wheelbase kann die Position der Wheelbase in einigen Sekunden in der Längsrichtung eingestellt werden. Die Neigung wird über eine Klemmkonstruktion an der Seite der Wheelplatte eingestellt. Diese beträgt bis zu 30 Grad. Kapitel Nummer 8, das ist die Stabilität der Wheelbase-Aufnahme. Konstruktionsbedingt handelt es sich bei einem Wheelstand um keinen maximal soliden Aufbau. Für diese Bauweise aber handelt es sich um eine stabile Konstruktion, bei der sich die Verwindung in Grenzen hält. Eine CSL DD Wheelbase mit Boostkit und einem Drehmoment von bis zu 8 Newtonmeter stellt den Wheelstand 2.0 vor kein großes Problem. Selbst bei einem darüber hinausgehenden Drehmoment einer Fanatec Podium oder Simucube Wheelbase musst du dir um deine Peripherie auf keinen Fall Sorgen machen. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 9, das ist die Einstellung der Pedale. Für die Montage der CSL DD Pedale genügen 3 Befestigungspunkte und die Position in Längsrichtung wird über die seitliche Aufnahme am Profilrahmen gewählt. Über diverse Lochbilder und Langlöcher findet jeder und jede den passenden Pedalabstand zur Sitzposition. Gleiches gilt für den Anstellwinkel, den ich so gewählt habe, dass meine Pedale um die 110 Grad Ausgangswinkel der Pedalplatten haben. Die Einstellungen gelingen sehr einfach und sehr schnell, da alles wunderbar leicht zugänglich ist. Kapitel Nummer 10, die Stabilität der Pedalhalteplatte. Mit Pedalkräften von CSL DD, Logitech oder T3 PA-Pedalen von Thrustmaster gibt's keine Probleme. Wollt ihr eine kräftigere Load-Cell-Bremse voll ausreizen, dann seid ihr klarerweise eingeschränkt, da euer Bürostuhl dann kippelig werden könnte. Kapitel Nummer 11, die Einstellungsmöglichkeiten. Die Wheelplatte kann über unzählige Gewindelöcher in der Rohraufnahme fixiert werden in der Höhe. Der Anstellwinkel der Wheelbase-Platte ist variabel, von einem negativen Anstellwinkel bis zu 30 Grad plus. Die Pedalaufnahme lässt sich mit einem Winkel von bis zu knapp 18 Grad anstellen. Das resultiert dann bei den CSL-Pedalen, wie erwähnt, mit einem Anstellwinkel der Pedalplatten von 105 bis 110 Grad in der Ausgangsstellung. Die Shifteraufnahme lässt sich nach außen hin variabel fixieren und die Aufnahme für die Handbremse lässt eine neutrale oder leicht angestellte Position zu und ihr könnt diese links oder rechts montieren. Kapitel Nummer 12, das ist die Ergonomie und Sitzposition.
Mit meinen knapp 1,9 Meter Körpergröße finde ich eine passende Sitzposition vor, die sich auch langstreckentauglich anfühlt. Die Sitzhöhe passt ihr mit dem Bürostuhl an und somit lässt sich eine passende Sitzposition für GT oder den Euro-Truck Simulator beispielsweise finden. Kapitel Nummer 13, das ist der Rennstreckentest. Alle Bedienelemente am Wheelstand sind gut erreichbar und der Wheelstand macht einen ergonomischen Eindruck. Die Stabilität der Wheelbase-Aufnahme vermittelt ein gutes Gefühl der Kraftübertragung eurer Wheelbase. Die Effekte kommen gut am Lenkrad an und werden aufgrund der guten Stabilität der Wheelbase-Aufnahme kaum verfälscht. Beim Bremsen mit Pedalen im moderaten Kraftbereich gibt es nichts Negatives zu berichten, denn hier ist alles im grünen Bereich. Die Shifter-Aufnahme ist als zweckmäßig zu beurteilen. Hier ist man irgendwo im Mittelfeld unterwegs. Die Sitzposition lässt sich schnell finden und ist für den Bürostuhlgebrauch passend. Für den Heimgebrauch wichtig ist auch das Kabelmanagement, welches mit den eher labilen Kabelklemmen gerade mal so durchgeht. Hier rate ich zu Klettbändern, die ihr um ein paar Euronen kaufen könnt und nachhaltig wiederverwenden könnt. Biegen wir ab auf die Zielgerade. Das sind die negativen, neutralen, die positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 14, die negativen Aspekte. Ich würde mir längere Haltestreben für die Bürostuhlrollenbefestigung wünschen. Mit knapp 1,90 komme ich gerade noch so weit genug nach hinten. Aber 10 cm längere Haltebrackets wären mir persönlich lieber, um den Bürostuhl zu fixieren. Zweiter negativer Aspekt ist die Stabilität bzw. Labilität der Shift- und Handbrake-Aufnahme. Hier müsste eine Strebe zur Abstützung nach unten angebracht werden, um diese ordentlich abstützen zu können. Eine leichte Verbesserung zum Vorgänger ist aber wahrnehmbar. Kapitel Nummer 15, das sind die neutralen Aspekte. Die Kabelclips sind eine sinnvolle Zugabe und würde ich mir auch bei anderen Herstellern wünschen. Die Ausführung selbiger ist aber eher unterdurchschnittlich, da extrem dünn und sehr labil. Dickere Stromkabel lassen sich nur unzureichend an den Wheelstand klippen und das Ganze hält dann nicht fest. Kapitel Nummer 16, das sind die Pros. Verglichen mit dem Vorgänger hat Next Level Racing deutlich nachgebessert. Die neu gestaltete Pedalaufnahme ist nun deutlich wertiger ausgeführt. Die Wheelaufnahme ist für ein mobiles Rig als stabil zu bezeichnen und ordne ich den Pros zu. Im Rennbetrieb mit um die 8 Newtonmeter bleibt alles stabil. Erst wenn ich die Wheelplatte mit hoher Kraft versuche zu verbiegen, dann ist eine Labilität auszumachen, die im Alltag aber so nicht vorkommt. Generell ist der Wheelstand in der Gesamtheit als stabil zu bezeichnen, ausgenommen die Shifter- und Handbrake-Aufnahme. Eine weitere sehr positive Verbesserung ist die Haltevorrichtung für die Bürostuhlrollen. Das Zurückrollen des Bürostuhls beim Bremsen gehört nun der Vergangenheit an. In Sachen Optik und Verarbeitung macht Next Level Racing in meinen Augen einen einwandfreien Job. Und als letzter Vorteil bleibt der schnelle Auf- und Abbau und die Möglichkeit, den Wheelstand sehr platzsparend hinter einer Tür verstauen zu können, ohne dass die Peripherie demontiert werden muss, und der Preis des Wheelstands ist gleich geblieben. Kapitel Nummer 17, das ist das Fazit und die Kaufempfehlung. Der Next Level Racing Wheelstand 2.0 kann für dich interessant sein, wenn du auf den Platzbedarf in deinem Wohnraum achten musst. Ebenso kann dieses Produkt Sinn machen, wenn du nur Gelegenheitsracer bist und im Alltag kein Rig dauerhaft im Raum stehen haben möchtest. In Sachen Stabilität kann ich grünes Licht für Logitech Thrustmaster CSL-DD mit Boostkit oder CSW 2.5 geben. Und für alle Ansprüche über 8 Newtonmeter Drehmoment musst du in Sachen Kraftübertragung zwar Abstriche in Kauf nehmen, diese halten sich aber in meinen Augen in Grenzen. Das gleiche gilt auch für die Bremskräfte, wenn diese sich im Bereich der Bürostuhlmöglichkeiten bewegen. Eine Kaufempfehlung gebe ich dann, wenn du keinen Platz für ein stationäres Rig hast. Mit ein paar Handgriffen ist alles schnell verstaut und ebenso schnell wieder aufgebaut. Somit verliert man nicht die Motivation, wenn das Cockpit her- und weggeräumt werden muss. Die guten Verbesserungen verglichen mit dem Vorgänger zum selben Preis machten den Wheelstand 2.0 zu einem in meinen Augen gelungenen Produkt, das mir persönlich gut gefällt. Vor dem spannenden Ausblick postet bitte in den Kommentaren bei YouTube mit rein, was ihr vom Next Level Racing Wheelstand 2.0 haltet. Das würde mich interessieren. Wenn dir das Review gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und ein Abo. Und jetzt geht's weiter mit einem spannenden Ausblick. Bei mir geht's weiter mit den Reviews zum RSeed P1 Rig und von Fanatec wird's demnächst auch etwas geben.
In Sachen Thrustmaster habe ich das neue T248 gekauft. Und dieses ist soeben bei mir eingetroffen. Dazu wird es einige Reviews geben. Wenn du meinen Kanal unterstützen willst, dann findest du die Möglichkeiten unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das würde mich persönlich sehr freuen. Vielen Dank fürs Dabeisein und es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal von eurem Ron.